richtig viele Blaubeeren. Wir haben Bären gesehen. Wir befinden uns jetzt nahe der Grenze zu Alberta und haben hier Halt gemacht. Wir sind hier beim Portal Lake. Das ist einfach nur ein kleiner See direkt neben der Autobahn. Da gibt es ganz viele Seerosen und deswegen sollen hier wohl auch öfter mal Elche vorbeikommen, weil die gerne Seerosen essen. Natürlich ist kein Elch hier, aber wir haben es auch nicht erwartet. Trotzdem gucken wir es uns an. Gleich gibt es Mittagessen und dann fahren wir weiter Richtung Jasper heute noch. Da haben wir dann einen Campingplatz reserviert. Wir haben einen Pilz gefunden. Wir wissen noch nicht genau, was es ist, aber wir werden uns noch schlau machen. Hier in den Rockies gibt es nicht nur einen großen Bärenreichtum, sondern auch einen großen Beerenreichtum. Und wir finden Blaubeeren, Preiselbeeren, Himbeeren, dann auch so eine Art andere Himbeeren. Ziemlich geile Sache. Können wir vielleicht auch mal bei Gelegenheit zeigen. Auf jeden Fall sind wir immer viel am Nuscheln beim Wandern. Ich sag immer, lieber Blaubeeren als Braunbeeren. Beim Pyramid Lake und machen jetzt gleich Mittag und gehen noch ein kleines Stückchen wandern. Himbeeren. Ganz wichtig, wenn ihr wandern geht, immer auf das richtige Schuhwerk achten. Das ist kein Spaß hier in den Bergen. Sache. So, wir sind jetzt in Jasper auf dem Whistlers Campground angekommen. Und die Sonne scheint, also können wir alle unsere Sachen trocknen. Und wir haben schon unser Zelt aufgebaut. Und Hans ist am Häkeln. Und gleich gibt's Essen. Und dann machen wir noch ein Lagerfeuer, wie jeden Abend. Ich bin gerade dabei, das Bett zu machen. Das Zelt ist ja immer recht schnell aufgebaut, nur dann müssen wir auch immer die Bettwäsche wieder reinlegen, weil wenn das Zelt zusammengeklappt ist, passt die nicht rein. Das heißt, die Bettwäsche habe ich hier und jetzt mache ich noch unser Bett fertig. So, jetzt ist das Bett fertig. Wir haben auch immer die Schlafsäcke mit hier oben, falls es kalt wird, aber die haben wir bisher noch nicht einmal benutzt. Hier gibt es tatsächlich auch einen kleinen Shelter mit Dach. Das heißt, wenn es regnet, kann man sich einfach hier reinsetzen und auch sein Essen kochen. Ziemlich praktisch, das hat aber nicht jeder Campingplatz. Und dann geht es hier noch zu den Duschen und den Toiletten. Die zeige ich euch jetzt auch noch mal kurz. Sind echt die besten Toiletten, die wir auf einem Campingplatz bisher hatten. Wenn wir nochmal einen etwas anderen Campingplatz haben, dann zeigen wir euch da mal die Toiletten. Das sind nämlich meistens einfach nur Plumpsklos. Das Essen ist gleich fertig und dann machen wir eigentlich nur noch Lagerfeuer und lassen den Abend ausklingen. Guten Morgen. Wir haben jetzt 9 Uhr morgens. Oh, wobei, eigentlich müssten es schon 10 Uhr sein. Als wir gestern die Grenze zu Alberta überschritten haben, hat sich die Zeitzone geändert. Wir haben eine Stunde drauf bekommen, dementsprechend ist es jetzt abends hell bis um 11 Uhr und morgens wird es ein bisschen später hell. Und heute machen wir eine etwas größere Wanderung, ca. 8 Kilometer mit 700 Höhenmetern. Ich denke mal, wir werden so einen halben Tag dafür brauchen.
Ich freue mich schon sehr darauf. Heute soll der erste Tag ohne Regen sein, beziehungsweise soll es erst abends regnen, wenn überhaupt. Aber dafür ist es diesig und man sieht nicht so viel und Isabel hat ein Loch in der Socke. Aber ich glaube, das ist das geringste Problem. Du kannst dir auch immer noch andere Socken anziehen. Josta-Beeren. Hier könnte eine Aussicht sein. Wir haben es geschafft. Wow. Krasser Scheiß. Irgendwelche Worte? Irgendwelche Worte? Wir haben es geschafft. Es war anstrengend. Und leider keine belohnende Aussicht. Aber man kann nicht immer alles haben. Dafür regnet es nicht. Wir haben jetzt die Wanderung hinter uns gebracht und den gesamten Abstieg hat es leider ein bisschen genieselt. Das Wetter hatten wir ein bisschen anders bestellt für heute. Ja, die Wanderung hätte Spaß gemacht, glaube ich, bei gutem Wetter. So kann man es sagen. Da wäre die Aussicht bestimmt auch richtig gut gewesen. Aber so war es eine Sporteinheit, ne? Ich glaube, bei uns passiert heute nicht mehr so wahnsinnig viel. Wir müssen wieder zurück nach Jasper fahren, eine Stunde. Wahrscheinlich bummeln wir da ein bisschen und dann geht es einfach nur zurück auf den Campground und hoffentlich ist da einfach besseres Wetter als hier. Ja, so sieht es bei uns aus nach einer Nacht voller Regen. Gestern Abend hat es noch die ganze Zeit geregnet. Wir haben uns dann ins Auto gesetzt und haben noch gehäkelt und gegessen haben wir im Shelter. Heute, genau vor einem Jahr, haben hier im Jasper National Park 3 Blitze eingeschlagen, die dann Waldbrände ausgelöst haben. Und da es so trocken war, haben die sich dann zu einem riesen Waldbrand vereint. Und das sind die Auswirkungen, die man heute noch sieht. Schatz, hinter dir ist ein Gopher, film den mal. Hinter mir ist ein Gopher. Ja. Unter mir, besser gesagt. Ja, und heute geht es für uns in den Icefields Park Drive. Da sind wir schon sehr gespannt drauf. Das soll sehr schön dort sein, wenn man einfach durch eine Berglandschaft fährt und Gletscher sehen kann. Und ja, freust du dich, Schatz? Wir freuen uns. Wir freuen uns. Jetzt frühstücken wir noch zu Ende und dann müssen wir wieder einpacken. Also hier kann man nochmal die Ausmaße vom Waldbrand richtig sehen. Das ist so krass. Also so weit wie man gucken kann, ist einfach alles abgefackelt. Das ganze Tal. Abgefahren ist das. 32.000 Hektar. Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel das ist, ne? Wir sind jetzt bei den Athabasca Falls, schauen uns die mal an und auf dem Weg halten wir jetzt immer wieder an, um uns Sachen anzuschauen. Im Guide steht extra, man soll entweder früh oder spät sich die Sachen anschauen, um die Peak Crowds zu vermeiden. Wir haben 12 Uhr mittags. Nicht anders. Ich muss immer wieder anhalten und Blaubeeren sammeln. Es gibt so viele hier. Ja, jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen sie alle. Das sind so süße kleine. Alter, hier sind doch über 100 Stück.
Also hier sind locker 1000 Blaubeeren, das ist so geil. 1000? Ja, wir sind schon die ganze Zeit am Essen, weil unsere Hände voll werden. Jetzt habe ich meinen Buff zusammengeknotet, dann können wir ein bisschen sammeln. Wir haben schon richtig viele Blaubeeren. Rein damit. Na toll, der ist jetzt bestimmt schön versaut, der Buff. Unsere Ausbeute, die gibt's morgen im Frühstück. Da sehen wir jetzt einen Gletscher. Wahrscheinlich ziemlich klein auf der Kamera. So, bitte hinter der Absperrung, Mama. Da ist eine Abbruchkante. Die Alten von heute. Die machen, was sie wollen. Wenn euch gefällt, was ihr seht, abonnieren nicht vergessen und lasst auch gerne ein Like da. Dann kommen wir jetzt zum Wanderhighlight unseres heutigen Tages. Der Wildcox Pass. Aber wir gehen nur ungefähr die Hälfte vom Trail, bis da große rote Stühle sind, wo eine schöne Aussicht ist. Und ich glaube, hier hat es heute Nacht geschneit, als es bei uns geregnet hat. Los geht's! Da ist unser Ziel. So, wir teleportieren uns jetzt ohne Umwege zum Campground, wenn zwischendrin nichts Aufregendes ist. Oh, und wir sind da. Hier ist der Campground. Feuerstelle, Tisch. Und jetzt blenden wir noch schnell die Bilder von der Fahrt ein, die Videos, weil die waren nämlich wieder schön und wir haben Bären gesehen. So, die Zelte sind aufgebaut und gekocht haben wir auch schon. Und nachher machen wir noch ein kleines Lagerfeuer, oder? Wir haben übrigens heute die 1000 Kilometer Marke geknackt. High five. Wir haben die Nacht gut überstanden. Ich glaube, es war die kälteste bis jetzt. Ich musste sogar mit Hose schlafen, aber dann ging's. Wir haben gut gefrühstückt und jetzt wandern wir mal wieder 10 Kilometer zu einem Wasserfall. Da ist eine Aussichtsplattform, da müssen wir hin. Und das ist jetzt der Wasserfall. Hört ihr ihn flüstern? Und hier verschnabulieren wir jetzt unser wohlverdientes Mittagsmahl. Gerade eben haben wir erfolgreich den Nachmittag oder den Mittag am Campground verbummelt. Isabel hat geschlummert, ich habe Wasser abgekocht und gelesen und die Mama hat gehäkelt. Und jetzt sind die Mama und ich nochmal ein kleines Ründchen spazieren, hier direkt am Campground. Ist ein Trail und der sieht von der Vegetation her richtig schön aus. Was für eine herrliche Aussicht hier. Kann man echt lange sitzen und genießen. Da ist unser Campground. Da ist der Hänger. Da ist unser Campground. Man sieht ihn nicht wirklich in den Bäumen. Und wandern waren wir vorhin da hinten irgendwo.
Gestern hatten wir Trouble beim Feuer anmachen, das ist immer wieder ausgegangen. Deswegen überlasse ich heute nichts dem Zufall. Oh, heiß. Ja, jetzt geht's los. Das ist jetzt ein Selbstläufer, ich sag's euch, das ist jetzt ein Selbstläufer. Da muss man jetzt nur noch zugucken. Da muss man nichts mehr machen. Jetzt beenden wir den 7. Tag am Lagerfeuer. Die Mama ist gerade am Kochen, gibt noch ein leckeres Abendessen, aber sie hat noch nicht verraten, was. Und ja, Tag 8 bis 10 könnt ihr dann im nächsten Vlog sehen. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Und wenn euch das Video gefällt, lasst gerne auch einen Kommentar da, das hilft sehr.